Nun sieht jede mit schwarzen Haaren so aus wie du. Habe gerade eine Frau gesehen, sie angestarrt, obwohl ich weiß, das bist nicht du. Mein Kopf weggedreht und wieder hingestarrt, dann wieder gestarrt, mein Kopf weggedreht, wieder weggedreht und wieder hingestarrt. Sehe Menschen, die lächeln und lachen. Verstehe nicht warum, verstehe auch nicht, warum ich das nicht verstehe. Alles wirkt so sinnlos, leblos, wie eine Stadt mit Robotern, ohne Seele, ohne Geist. Vorhin ein Pärchen Mitte 60, am Nebenschalter. Er sagt lächeln. Sie braucht keinen neuen Ausweis mehr, die hat nicht mehr lange. Sie lachen zu dritt. Muss an dich denken. Wünsche mir diesen Alltag mit dir zu altern, täglich mit dir einzuschlafen, mit dir aufzuwachen. Alles zu teilen, Freude, Sorgen, gemeinsam zu träumen, zu lieben. Der Schmerz in der Brust ist durchgängig. Es zieht alles zusammen. Schultern, Bauch, Kopf, Beine, als ob ich ganz klein werde, wie eine Kugel, geschützt, abgeschottet von der Wirklichkeit. Ich überlege, was du gerade machst. Wahrscheinlich bist du in deinem Raum, hast dir Tee und Gebäck in deinem ausgesuchten Porzellan vorbereitet. Klassische Musik läuft. In deiner Ruhe schwebst du durch den Raum. Ich kann das leider nicht mehr erleben. Auf mich wirken lassen. Vielleicht von Weitem, versteckt. Es würde schmerzen. Ich würde weinen, weil ich höre ein kleines Mädchen Hallo rufen. Sehe es nicht. Welch hoffnungsvoller Klang. Es war im vergangenen Winter, wir waren am Hafen spazieren und haben Fotos von ihr gemacht. In deinen Augen habe ich gesehen, du wolltest ein gemeinsames Foto, aber ich habe dich nicht an mich herangelassen. Ich bereue es so sehr. Könnte ich zurück, würde ich dich ganz nah an mich ziehen, deine Wange an meine Wange, dich nicht loslassen und Dutzende Fotos machen. Wahrscheinlich keines davon löschen. Mit ihm ist alles so klar, sagtest du. Also war es mit mir nicht. Ich habe dir kein Vertrauen geben können. Aber wie, was an dir, welches Verhalten hat dazu geführt, dass du dich unsicher gefühlt hast? Seit Monaten bemühe ich mich. Hab dir gesagt, dass ich mit dir einschlafen und auch aufwachen möchte. Du sagtest, dass ich dich irgendwann verlassen würde. Wie kommst du da drauf? Ich weiß es. Es ist meine Intuition, sagtest du. Ich möchte dich. Ich möchte mit dir eine feste Beziehung. Du bist mir sehr wichtig, sagte ich. Am meisten kränkte es mich, dass du nicht in uns investieren, an unserer Beziehung arbeiten wolltest. Denn ich war dazu bereit. Ich war bereit zu geben. Du eigentlich in deinem Wesen auch, aber du warst nicht bereit dazu. Gekränkt und ängstlich ist deine Ex-Beziehung. Vielleicht hast du mich mit deinem Ex verglichen und gedacht, Bedenken gehabt, dass ich genauso wäre und dich eines Tages wegen einer verlassen würde. Meine Liebe, mein Herz, du, dein Wesen ist mir viel zu wichtig. Du bist wie ein Ozean, in den ich immer wieder eintauche, mich frei fühle, wohlfühle, der mich aufgreift, worin ich jedes Mal etwas Neues entdecke, das mein Wesen erneuert. Ich habe und hätte nicht das Bedürfnis, die Herrlichkeit, diese Göttlichkeit mit dir zu verändern. Mit dir zu sein, ist für mich wie Gott gefunden zu haben. Du bist eine so wunderbare Person, die alles Liebe verdient. Meine Liebe ist nicht so willig, als dass ich dich verlassen würde. Du bist meine Liebe, mein Herz und meine ewige Inspirationsquelle. Heute habe ich wieder eine Frau gesehen. Ich habe sie angestarrt. Ich wusste, das bist nicht du. Trotzdem weitergeschaut, in der Hoffnung. Ich hätte falsch gesehen und das bist doch du. Eben habe ich nach 3 Monaten wieder zu Hause gekocht. Etwas Aufwendiges, Leckeres, wie du es magst. Ich musste daran denken, wie ich dich immer bekocht habe. Mich freute, dass du es probieren wirst und dich über den Geschmack und wie es angerichtet ist freust. Wie wir uns darüber unterhalten, das wird nicht mehr passieren. Du wirst es nicht probieren und dich freuen. Was macht es also für einen Sinn, das Ganze anzurichten?
Heute Morgen wieder mit dir aufgewacht. Verwirbelte Gedanken. Telefon anschalten, um zu sehen, ob du geschrieben hast. Ich hatte wie die letzten Nächte auch sehr intensive Träume. Sehr viel los. Ich war mit einer größeren Gruppe in den USA unterwegs. Sind mit dem Auto in die Berge. Beim Verlassen der Einrichtung, wo wir übernachtet hatten, habe ich Tee auf meine Hose geschüttet. Gebrannt hat es nicht. Es war nur sehr ungeschickt. Wir saßen an einer Treppe, wie auf dem Berkeley Campus, aneinander geschmiegt. Es war kalt. Ich habe nicht gefroren. Ein Mädchen hat sich neben mich gesetzt. Wir haben angefangen, unsere Wangen zu streicheln. Dann aufgehört. Von meiner Seite aus. Eines Tages, ich glaube, es war im Juli, August, lagen wir auf der Couch. Du sagtest, ich habe ein schlechtes Gewissen. Mein Herz hat geklopft, ich habe nicht verstanden, was du mir erzählen wolltest. Hab mich nicht auf dich eingelassen. Wahrscheinlich hatte ich Angst vor den Konsequenzen, dass du eine Entscheidung gegen mich triffst, um Ruhe zu haben. Die Anzeichen waren da, ich habe sie nicht wahrgenommen, wollte sie nicht wahrnehmen und habe gewartet. Gewartet auf nichts. Warum habe ich nichts unternommen und gewartet? Ich habe dir geantwortet, was ich dir bereits auch schon öfters angeboten hatte. Lass uns wegfahren und zusammen Urlaub machen. Du hast es jedes Mal abgelehnt und gesagt, dass dir nicht nach Urlaub mit mir ist. Dein Bauchgefühl sei es, obwohl du dich immer sehr wohl, in Frieden in meiner Nähe gefühlt hast, habe ich es nicht verstanden. Ich hätte mehr darauf eingehen sollen. War ich nicht da für dich? Ich meine, ja, ich habe dir immer meine Hilfe und Liebe angeboten. Anscheinend war das nicht ausreichend. Vielleicht konnte ich auch nicht mehr machen, sondern du musstest dich öffnen. Ich merke, dass ich hier im Selbstmitleid versinke und wie bei jedem Problem in unendlicher Selbstkritik versinke. Hat diese Selbstkritik etwas mit Selbstqual, Leid zu tun? Mag ich das? Ein Freund sagte so vorgestern zu mir, dass ich ständig an mir arbeiten und etwas verändern möchte. Ich sei grausam zu mir selbst. Das stimmt. Das tue ich ständig, obwohl ich keine Lust darauf habe. Ich möchte einfach nur sein, im Moment, nicht überlegen, nachdenken, richten. Ich bin mein eigener Henker und Wiederbelebungsarzt. Tod, Leben, Tod, Leben. Eine endlose Schlaufe, die müde macht, in der ich allein bin. Leben ist Liebe, Tod ist Hass, Gleichgültigkeiten. Ich möchte lieben und geliebt werden. Das Gefühl, geliebt zu werden von einem Menschen, den ich auch liebe, ist unbeschreiblich schön. Das misse ich. Loslassen zu können, um mich in deine Arme fallen zu lassen. Einfach nur mit dir sein, im endlosen Frieden. Ich habe unseren Chat bereits Sonntagabend archiviert, nicht dein Bild oder deinen Namen zu sehen. Der Mut, das Ganze zu löschen, fehlt mir. Mehrmals am Tag klicke ich ins Archiv und schaue mir dein Bild an, deinen Online-Status, durchblätter unseren Chat und schaue mir Bilder von uns an. Mir ist gerade unser Bild von der Dove-Elbe, wobei wir uns küssen, vor Augen erschienen. Nach dem Sex im Wasser, mir in die Augen schauend, fragtest du mich, haben wir gerade Liebe gemacht? Ich schaute tief zurück und sagte ja, wollte dir sagen, dass ich dich liebe. Ich hatte Verschiedenes zum Essen vorbereitet. Du warst so glücklich, hast dich immer wieder zu mir gebeugt und wolltest mich küssen. Das waren keine freundschaftlichen Küsse, ohne Emotion, sondern Küsse aus deinem Inneren, gefühlte Küsse. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, an den ich zurückreisen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte. Jetzt wünschte ich mir, ich wache vor 6 Monaten auf und alles ist wie ein verwirrender Traum. Am Sonntag in deinem Wagen beim Abschied habe ich dir einen Kuss auf deine Wange gegeben und dabei deine Lippen berührt. Du hast nicht zurückgeschreckt. Dann schaute ich dich lange an. Ich sagte, es ist mir egal, ich küsse dich jetzt. Dann habe ich dich kurz geküsst und ich zog mich zurück. Du sagtest, das war nicht so richtig und hast mich erneut geküsst. Der Kuss war intensiv und sehr schön. Erneut wusste ich, das ist perfekt mit uns. Ich umarmte dich noch einmal und sagte, ich werde dich vermissen. Du erwidertest, lächelnd, das klingt so, als ob wir uns nicht mehr wiedersehen werden.
Ich schaute dir traurig in die Augen und sagte nichts. Du schautest mir hinterher, als ich aus dem Wagen stieg und noch ging. Es schmerzt mir im Schatten, im Nichts, im Unwissenden zu sein und nicht zu wissen, wo wir stehen, ohne Namen. Du wachst auf, hast Fragen, versuchst sie den ganzen Tag zu beantworten. Schläfst ein ohne Antworten. Wachst auf mit neuen Fragen, versuchst auch diese zu beantworten. Schläfst ein ohne Antworten, wachst wieder auf mit deinen Fragen. Versuchst diese wieder dir selbst zu beantworten, gehst wieder schlafen ohne eine einzige Antwort. Das spielt sich jeden Tag so ab. Fühle mich in einem Wirbel aus Hätte, der in ein schwarzes Loch mündet. Habe mich beim Inder mit meinem Mittagsteller in eine Ecke gesetzt. Bunt und interessant das Design. Im selben Moment dachte ich an dich und wusste, du würdest es lieben. Ich hätte davon ein Foto gemacht und es an dich geschickt. Wenn du dabei wärst, hättest du voller Freude und Spannung alles analysiert und wir hätten uns darüber unterhalten. Das Leben und alles ist erst dann wirklich lebenswert, wenn man es teilen kann, sich teilen darf. Es ist wie Yin-Yang, sonst fehlt der Gegenpart, der über einen Witz lacht, mit einem lacht, die Gedanken kommentiert, verarbeitet, reflektiert und wiedergibt. Das war mit dir immer perfekt im Einklang. Es tut mir weh, wenn ich daran denken muss, wie ich hörte, dass du eventuell mit ihm auf Reisen gehst, wobei ich dich etliche Male eingeladen habe und du abgelehnt hast. Mein Herz schmerzt, meine Brust schmerzt in einer kalten Ecke eines unliebsamen Mittagstischrestaurants, wo keiner länger als 30 Minuten seiner Zeit verbringen möchte. Kein Gast mehr außer mir. Ich habe ein ungutes Gefühl. Mein Körper fühlt sich schwach an, meine Brust schmerzt. Für einen Augenblick habe ich eine Panikattacke erwartet. Vielleicht habe ich auch einfach nur Hunger und dadurch einen niedrigen Blutdruck. Ich weiß es nicht. Ich bin eben zu Hause reingekommen. Da hat es angefangen. Schaue ständig auf das Telefon, ob es eine Nachricht von dir gibt. Wahrscheinlich denkst du noch nicht einmal an mich. Ich sollte das auch tun. Mich auf meinen Moment konzentrieren. Diesen Sonntagabend einfach nur entspannt überleben. Ohne Schmerzen, nicht ablenken. Morgen ist Montag. Abgelenkt durch die Arbeit und andere Pläne. Ich habe keinen Appetit. Das Essen liegt noch vor mir. Ich möchte nicht weiter essen. Was isst du wohl gerade? Sitzt du? Liegst du? Liest du etwas? Was machst du in deiner wundervollen Art? Lass uns wieder zusammen träumen. Heute Morgen wieder mit dir aufgewacht. Gedanken, Gefühle, Träume. Alles vernebelt, durcheinander. Falle ständig zurück in Erinnerung und spiele alles nochmal ab. Ich merke, dass ich die Schuld bei mir suche, durch das wiederholte Hochschieben der Gedanken mich peinige, denke über den anderen nach, von dem ich überhaupt nichts weiß, außer ein paar aufgeschnappter Sätze. Ich fühle und weiß, dass du für mich noch etwas empfindest, auch wenn du es dir nicht eingestehen möchtest. Hast du immer meine Nähe genossen, so auch beim Abschiedsgespräch. Ich habe mich heute Morgen gefragt, ob ich wirklich alles in meiner Macht Befindliche getan habe. Ob ich dich noch einmal treffen sollte, dich überzeugen, dein Herz erobern sollte. Oder ob es momentan einfach das Beste ist. Ich habe allerdings Angst, dass es mit dem anderen immer intensiver wird. Ich dich hoffnungsvoll verliere. Daran muss ich ständig denken und werfe mir selber vor, warum ich nicht einfach 2 Tickets nach Paris gekauft habe und mit dir dahin geflogen bin. Es bringt nichts, dieses zerstörerische Mitleid. Ich muss und will damit aufhören, loslassen mit diesen Gedanken.